Das Disneyland ist immer voll. Diese Aussage hört man des Öfteren. Und es stimmt tatsächlich, dass die Parks vor allem in den letzten Jahren sehr gut besucht waren. Doch tatsächlich haben die Parks mittlerweile eine Kapazitätsgrenze an den einzelnen Tagen, die auch durchgezogen wird. Wer in den letzten Jahren schon einmal an einem ausverkauften Tag in den Disney-Parks in Paris war, weiß, dass man trotzdem die meisten Attraktionen schaffen kann. Und das war früher ohne strenge Kapazitätsgrenze an richtig vollen Tagen nicht der Fall. Was man auch sagen muss, Disney kann sehr gut mit Besuchermassen umgehen, sodass auch in einem vollen Park der Guest-Flow sehr gut organisiert ist. Und mit den richtigen Tipps und Tricks aus diesem Video könnt ihr den Park auch erleben, ohne den ganzen Tag in extrem langen Warteschlangen zu stehen. Das ist How to Rope Drop Disneyland Paris Edition. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Falls ihr mein letztes Video zum Rope Drop im Europapark noch nicht gesehen habt, lasst mich das Grundprinzip noch einmal erklären. Es gibt einen Trick, wie man in den meisten Freizeitparks einiges an Wartezeit umgehen kann. Das geht in der Regel am besten am Morgen, wenn sprichwörtlich das Seil fällt und alle in die Richtung ihrer Lieblingsattraktion gehen. Can't see the end, but we'll see it through. Wer hier geschickt agiert, hat bereits am Morgen einige seiner Lieblingsattraktionen abgefrühstückt und kann danach den Parktag entspannter angehen, um zum Beispiel auf Detailsuche zu gehen. In jedem Park verhalten sich die Besucherströme anders und es gibt unterschiedliche Dinge, die man dabei am Morgen beachten sollte. Und das funktioniert auch im Disneyland Paris. Ich gehe in diesem Video wieder von einem Besucher aus, der nicht Hotelgast ist und dadurch irgendwelche Vorteile hat, wie einen früheren Eintritt in die Parks oder ähnliches. Der Park öffnet in der Regel um 9:30 Uhr. Ihr solltet am besten bereits um 9 Uhr vor dem Eingang stehen. Für alle, die noch nie dort waren, unterschätzt die Dimensionen des Resorts nicht und die Zeit, die ihr am Morgen braucht, bis ihr wirklich vor dem Eingang steht. Als Anhaltspunkt, ihr solltet spätestens um 8:30 Uhr mit dem Auto auf den Gästeparkplatz fahren, dass alles klappt. Denn ihr müsst danach zum einen noch einige Meter bis zum Park laufen und auch durch den Security-Check. Ach ja, beobachtet beim Security-Check genau, an welchem Einlass gerade weniger los ist. Tatsächlich sind viele Gäste erst einmal mit der Situation überfordert und stellen sich einfach irgendwo an, wo sie eine Warteschlange sehen. Das ist dann euer Vorteil. Geht zur Not einfach nach vorne zu einem Security-Mitarbeiter, auch wenn dort keine Gäste stehen. Das klingt jetzt wahnsinnig primitiv, ist aber wirklich dort oft der Fall. Die Gäste werden derzeit vor dem Eingang gestaut.
Und mit Parköffnung um 9:30 Uhr darf man erst sein Ticket scannen und durch den Einlass in den Park. Hotelgäste können aufgrund der Extra Magic Hour bereits rechts oder links an euch vorbei in den Park gehen. Haltet also euer Ticket bereit und wartet vor dem Einlass. Auch wenn es immer nach sehr vielen Menschen aussieht, es gibt so viele Einlasstore, dass es in der Regel relativ schnell geht. Sobald es losgeht, haltet euch nicht zu lange im Eingangsbereich auf, sondern lauft die Main Street USA zügig entlang. Die Main Street könnt und solltet ihr euch gegen Nachmittag noch einmal genauer anschauen. Biegt am Central Hub zielstrebig links ab und geht zu Big Thunder Mountain. Warum solltet ihr gerade dorthin als erstes? Nun, die Bahn ist den ganzen Tag über sehr beliebt und fällt auch ab und zu mal aus. Somit habt ihr sie auf jeden Fall schon einmal abgehakt. Auch die Fahrzeit der Attraktion ist nicht extrem lange. Somit nimmt euch die Fahrt selbst nicht zu viel Zeit am Morgen weg, solange es noch etwas leerer im Park ist. Eine Attraktion wie Pirates of the Caribbean oder Phantom Manor mit einer Fahrzeit von um die 15 Minuten wäre am Morgen beispielsweise verschenkte Zeit. Und noch etwas. Oftmals hat man auch das Verlangen, Big Thunder Mountain zweimal fahren zu wollen. Gegen Abend gehen die Wartezeiten dann oftmals auch wieder etwas zurück. Somit könnt ihr mit relativ wenig Wartezeit diese wirklich coole Achterbahn vielleicht sogar zweimal an eurem Besuchstag fahren. Warum würde ich euch jetzt nicht empfehlen, direkt ins Fantasyland zu gehen? Denn dort stehen schließlich kapazitätsschwache Attraktionen und vor allem Peter Pan ist extrem beliebt mit Wartezeiten, die selten unter einer Stunde liegen. Ganz einfach, ihr seid schon zu spät und im Fantasyland sind in der Regel schon zu viele Hotelgäste, die sich bei Peter Pan anstellen, während ihr bei Big Thunder Mountain in der Regel noch fast bis zum Einstieg durchlaufen könnt. Peter Pan zu fahren ist fast immer mit Wartezeit verbunden. Es gibt nur eine Tageszeit, wo man manchmal etwas Glück haben kann, dazu aber später mehr. Geht nach Big Thunder Mountain dann direkt zu Indiana Jones and the Temple of Peril, wenn ihr die Bahn denn fahren wollt. In der Regel erhaltet ihr zu dieser Zeit eure Trachtprügel noch ohne Wartezeit. Jetzt würde ich euch empfehlen, noch zeitnah Buzz Lightyear und Hyperspace Mountain zu machen. Auch wenn es etwas Lauferei bedeutet, ihr müsst quasi bis zur anderen Seite des Parks. Wenn ihr auf einen Shooting Dark Ride zur Not verzichten könnt, lasst Buzz Lightyear weg und macht direkt Hyperspace Mountain. Bei einer der beiden Bahnen werdet ihr auf jeden Fall bereits ein bisschen warten müssen. Denn zwischen 10 und 11 Uhr steigen bei beiden Attraktionen die Wartezeiten langsam an. Viel mehr könnt ihr direkt nach dem Rope Drop eigentlich nicht mehr mal eben schnell abarbeiten. Der Park füllt sich jetzt immer mehr. Aber es gibt immer noch sehr viele taktische Tricks, die einem den Tag im Disneyland über helfen können. Es gibt beispielsweise Attraktionen, die aufgrund ihrer hohen Kapazität wirklich selten mehr als eine halbe Stunde Wartezeit haben. Dazu gehören die 3 großen Dark Rides Pirates of the Caribbean, Phantom Manor und It's a Small World. Dasselbe gilt für die Simulator-Attraktion Star Tours oder die Märchenbootsfahrt Le Bay de Contes de Fées. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Es gibt aber auch Walkthrough-Attraktionen, für welche man überhaupt nicht anstehen muss. Dazu gehört zum Beispiel das Labyrinth von Alice im Wonderland, das Baumhaus der Familie Robinson, die Aladdin-Passage im Adventureland,
der Dornröschen-Walkthrough im Schloss oder das Adventure Island, wo man auf Hängebrücken und in den Piratenhöhlen einfach so auf Erkundungstour gehen kann. Und mal ehrlich, ein Disney-Besuch wäre nicht komplett ohne eine ausführliche Shoppingtour durch die vielen Souvenirläden. Gerade am Nachmittag bietet sich die Main Street wirklich dafür an. Schaut euch in den Shops auch mal abseits der Souvenirs um. Gerade an den Decken und neben den Regalen oder hinter den Kassen entdeckt man so viele tolle Details. Aber zurück zu den Fahrattraktionen. Es gibt leider noch einen Punkt, der wartezeitentechnisch fast immer wehtut. Die kleinen Dark Rides im Fantasyland. Schneewittchen, Pinocchio und Peter Pan. Alle haben vergleichsweise kurze Fahrzeiten, dafür lange Wartezeiten und keine schön gestalteten Wartebereiche. Aber doch möchte man sie irgendwie machen. Wenn ihr Hotelgäste seid, macht das Fantasyland morgens während der Extra Magic Hours. Für Tagesgäste kann ich euch nur ein paar Tipps an die Hand geben, die manchmal besser, manchmal schlechter funktionieren. Pinocchio und Schneewittchen befinden sich unmittelbar nebeneinander. Beobachtet hier immer die Warteschlangen von beiden Attraktionen. Oftmals hat im Wechsel immer einer der beiden Dark Rides eine kürzere Warteschlange als der andere. Hier heißt es, einfach immer mal wieder die Wartezeiten beobachten und dann zuschlagen, wenn die Wartezeit mal kürzer ist. Der Endgegner ist jedoch Peter Pan. Keiner versteht, was es mit dem Hype auf sich hat, aber bei diesen Kinder-Dark Rides sind Wartezeiten von 1,5 Stunden leider keine Seltenheit. Hier gibt es eigentlich nur eine Tageszeit, zu der die Wartezeit mal etwas runtergeht, und das ist während bzw. gegen Ende der Parade. Denn die Parade zieht immer sehr viele Gäste an, wodurch manche Bereiche des Parks während der Paradenzeit etwas leerer werden. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, die Parade zu sehen und Peter Pan zu fahren. Die Paradenstrecke geht von It's a Small World aus am Schloss vorbei und dann die Main Street entlang bis zum Parkeingang. Die Main Street und alles rund um das Schloss sind die beliebtesten Zuschauerflächen für die Parade. Der ganze Bereich Richtung It's a Small World hingegen ist weniger frequentiert. Ich empfehle euch daher, die Parade in diesen Bereich zu schauen, auf der Seite Richtung Fantasyland, möglichst nah an It's a Small World. Hier fährt die Parade als erstes vorbei und logischerweise endet sie auch als erstes. Daher gilt, sobald der letzte Paradenwagen an euch vorbeirollt, macht ihr euch so schnell es geht auf den Weg zu Peter Pan. Aber ohne zu rennen, denn das darf man in Disneyland aus Sicherheitsgründen nicht. In der Regel ist dann ein bisschen weniger los bei Peter Pan. Ihr müsst euch aber wirklich beeilen, denn sobald die Parade dann komplett und überall endet, wird es schlagartig voll. Neben der Parade gibt es über den Tag verteilt mehrere Dance-Party-Shows vor dem Schloss, wie hier Splashes of Color. Es empfiehlt sich ca. 10 bis 15 Minuten vor Beginn der Show in die Mitte des Hub vor dem Schloss zu begeben. Von dort habt ihr die beste Sicht und komischerweise ist es dort auch nie wirklich voll. Wie geht man das Thema Essen im Disneyland Paris an? Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder geht ihr einfach zu irgendeinem der vielen Schnellrestaurants. Man muss sagen, dass hier die Qualität in den letzten Jahren wieder deutlich besser geworden ist als zu früheren Zeiten. Hier muss man aber immer mit etwas Wartezeit rechnen und je nach Location sitzt man nicht ganz so gemütlich. Um die Wartezeit zu umgehen, kann man mittlerweile auch schon teilweise sein Essen über die App vorbestellen.
Alternativ macht man eine Reservierung in einem Restaurant mit Tischservice. Hier sollte man aber am besten schon einige Wochen vor dem Besuch eine Reservierung machen. Einige Restaurants sind sogar schon Monate vorher ausgebucht. Gerade für einen Erstbesuch kann ich hier das Café Agrabah im Adventureland empfehlen. Ein wirklich gutes arabisches Buffet-Restaurant in schönem Ambiente. Ein Softgetränk ist bei den Preisen immer inklusive. Karaffen mit Wasser werden auf Nachfrage kostenlos an den Tisch gebracht. Grundsätzlich ist es bei Disney immer von Vorteil, wenn man sich schon vor dem Besuch ein bisschen mit dem Thema Essen auseinandergesetzt hat. Und noch ein praktischer Tipp, wenn es bei eurem Disneyland-Besuch einmal regnen sollte. Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr auf einem speziellen Wegesystem vom Eingangsbereich bis ins Adventureland fast komplett auf überdachten Wegen laufen könnt. Auch um Paraden zu umgehen, ist dieser Weg wirklich praktisch. Nun noch ein allerletzter Tipp und eine Frage, die sich viele Gäste am Abend stellen. Wie bekommt man einen einigermaßen guten Platz für die Abendshow? Einige Besucher reservieren sich schon 1 bis 2 Stunden vor Showbeginn ihre Plätze und warten auf dem Vorplatz vor dem Schloss. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, wie ihr euch erst wesentlich später vor dem Schloss einfinden könnt und trotzdem einen guten Platz bekommt. Das funktioniert aber nur bei schönem und trockenem Wetter. Denn im Sommer setzen sich die Gäste erfahrungsgemäß auf den Boden und warten, bevor es losgeht. Ihr solltet mindestens 30 Minuten vor Showbeginn da sein und euch dann irgendwo mittig auf die verlängerte Straße an der Achse der Main Street dazusetzen. In diesem Moment ist die Sicht erst einmal noch egal, denn es wird sich alles nochmal mischen. Circa 15 bis 20 Minuten vor Showbeginn kommt eine Durchsage, dass bitte alle Gäste ab diesem Moment aufstehen sollen. Dann entsteht plötzlich sehr viel Platz, sodass die gesamte Masse noch ein ganzes Stück weiter nach vorne rückt. In der Mitte gibt es keine Barriere durch Pflanzenbeete oder Bühnen. Dadurch ist hier der Effekt mit dem nach vorne rücken am größten. Euer Stehplatz wird sich nach dem Aufrücken mindestens 30 Meter weiter vorne befinden, als da, wo ihr euch am Anfang auf der Straße hingesetzt habt. Und dann heißt es nur noch Show genießen. Das war How to Rope Drop Disneyland Paris. Auch für die hier genannten Tipps gilt natürlich, sie funktionieren meistens, aber sicherlich nicht immer. Versteift euch nicht zu sehr darauf, schaut immer selbst ein bisschen, was gerade sinnvoll ist und was nicht und versucht möglichst antizyklisch zu denken. Mit der Zeit bekommt man bei Disney auch ein ganz gutes Gespür dafür. In diesem Sinne, viel Spaß und haltet die Augen offen. Times, don't fly too high.
keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.